Hi und herzlich willkommen bei Bau Boom Bang und dem Projekt Bang der French Gliedwand. Baut mit mir von der rohen Betonwand bis zur fertigen French Gliedwand alles Step by Step mit. Im ersten Teil geht es um die Unterkonstruktion, die Planung und den ganzen Kleinkram, den man erledigen muss, bis so eine Wand wirklich fertig ist. Habt viel Spaß mit Problemen, Unterhaltung und natürlich Lösungen. Also, jetzt geht's los bei Bau Boom Bang. Also wir fangen an mit einer French Gliedwand, wie gerade gesagt. Als erstes wird die Unterkonstruktion, die Lattung an die Wand gebracht. Die Leisten muss ich jetzt auf Länge bringen. Dann wird das Ganze an die Wand angebracht. Daraufhin wird die Multiplexplatte angepasst, auch aufgebracht. Und daraufhin wiederum kommen die French Gliedleisten. Ich habe das Ganze erstmal angezeichnet, natürlich mit einem Winkel. Ich werde jetzt mit dem Bosch GL M50C, ja, Professional, keine Werbung, selbst gekauft, werde ich jetzt nochmal genau die Längen ausmessen, oben und unten, weil die Wände sind mal einen Zentimeter mehr, mal einen Zentimeter weniger. Ein Zentimeter halt. Millimeter ist noch kleiner. Egal. Werde ich das kurz noch ausmessen, um dann die Abstände für die Lattung nochmal genau präzise zu setzen. Also in der Höhe 1,20 und werde dann versuchen, in der Mitte einmal eine Trennung zu haben. Eigentlich ist die Wand 3,20 Meter breit. Das werde ich jetzt mal ausmessen. Egal. Ich schreibe es einfach auf der Wand auf. Wo ist mein Stift? Ich hasse es, Stifte zu suchen. Wenn man zu viele Taschen hat. Kann doch nicht wahr sein. Aua! Stifte! Meistens ist es ja so wie mit einer Brille, dass man sie auf hat. Aber ich habe keinen Stift hinter den Ohren und sonst auch nirgends. Ich verzweifle. Egal, ich mache es jetzt einfach hiermit. Ich habe ja immer von allem alles. So, das Tolle ist, dass der auch eine eingebaute Wasserwaage hat, um dann direkt zu sagen, okay, so schief ist die Wand schon mal. Top. 3,30 Meter 01, 3,30,1, 3,29,8, 3,29,7, 3,30. Mehr brauche ich nicht. Das Coole hieran ist auch, ich kann gleich einmal die Fläche berechnen, wie viel Quadratmeter Holz ich benötige. Funktion. Fläche. Ding, ding. 1,20 Meter. 3,73 Quadratmeter benötige ich. Nee, ich wollte es ja 1,20 lang machen. Jetzt habe ich es. 3,974 Quadratmeter Holz benötige ich jetzt für die Wand. Habe ich aber natürlich schon. Kurzer Tipp, ich glaube, das geht mit einem Zollstock schneller. Ich teile die Wand folgendermaßen auf. Von der linken und rechten Seite nehme ich jeweils 10 cm ab und dort kommt die jeweils äußere Lattung hin. Bedeutet 2 Latten von meinen 8 sind schon weg. Jetzt habe ich noch 6 Latten übrig und die teile ich in die restlich übergebliebenen 3,10 Meter, weil 10 cm hier, 10 cm dort. Bedeutet 310 cm durch jetzt 6 Latten, muss ich dann aber geteilt durch 7 Latten rechnen, sind ca. 44,25 cm und so teile ich jetzt die Wand auf. Jetzt nehme ich noch eine lange Wasserwaage und zeichne die Senkrechte jeweils an. Erste Senkrechte. Ich habe aber noch einen Trick. Der Trick heißt Laser. Noch genauer, total gerade und geht, glaube ich, noch schneller. Probieren wir mal aus. Okay, wie man sieht, und ich hoffe, ihr seht das auch,
ist meine Gerade mit der Wasserwaage schon top. Sieht man das? Den Laser benutze ich jetzt gleich auch, um direkt die Bohrungen zu markieren. Heißt, ich kann den angezeichnet lassen und mache jetzt gleich einfach nur die Bohrungen und brauche gar keinen Längsstrich mehr. Ich möchte auf eine Lattung von 1,20 Meter mindestens 3 Bohrungen machen. 4 sind schöner. 120 geteilt durch 5, alle 24 cm. 24, vollkommen richtig, müsste ich aber noch anders aufteilen. Zwar die erste will ich mindestens nach 10 cm haben, auch hier wieder 10, 100 geteilt durch 3, weil noch 2 restliche Bohrungen sind, alle 33 cm. Und das Ding nehme ich jetzt zum Anzeichen für die Bohrlöcher. Ich halte die jetzt einfach so fest, kann jetzt parallel top ausgerichtet am Laser einmal die Bohrlöcher markieren. Bohrloch, Bohrloch, Bohrloch. Und davon jetzt noch 8 mal 4. Akku leer. Jetzt geht's mit der großen weiter. Jetzt noch schnell Staubsaugen. Jetzt gibt's was auf die Wand. Wird zwar alles verkleidet, aber doppelt gemoppelt hält besser. Kräftig einmal durchgerührt und dann kann es losgehen. Yes! Fertig gestrichen. Tada! Geschafft. Alles fertig geweißt. Wir füllen jetzt erstmal unsere Löcher mit unseren Fischerdübeln. Das sind UX-Dübel 6x50. Hier vorne gekennzeichnet durch so einen Einschlagring. Diese dienen eigentlich dazu, dass der Dübel nicht im Loch verschwindet. Da ich nicht alle Löcher voll durchbohren konnte, jetzt alles geweißt habe, sind natürlich meine Markierungen weg. Super. Also ich teste erstmal mit einer langen Schraube, ob überhaupt die Dübel reinpassen. Hier nämlich nicht, aber hier. Zack. Okay, oder auch nicht. Geht schon gut los. Passen sie rein, da passen sie rein, da passen sie rein und da passen sie rein. Super. Okay, die wollen alle nicht ganz rein. Warum auch immer. Obwohl ganz klar mit einem 6er Bohrer gebohrt. Angeblich soll man sie, da kann man sie auch mit Schraube einschlagen. Was ich jetzt auch mache. Wie ich gerade feststelle, lassen sie sich am besten reinschlagen. Direkt mit einer Schraube leicht eingedreht. Dann geht es wirklich perfekt rein. Zack. Jetzt können die Latten ran. Ich habe alles markiert. Alles natürlich an den Löchern an der Wand. Nochmal direkt an der Wand die Bemaßung kontrollieren und dann funktioniert's. Jetzt werde ich mit einem 4er Bohrer mit Senkkopfschneide direkt Löcher vorbohren, damit die Schrauben perfekt sich ins Holz einpassen und nichts aufsplittert. Das Ergebnis ist natürlich spitze, auch sehr, sehr wichtig, damit die Schrauben plan drin sind, trotzdem genügend Kraft haben, um das Brett zu halten an der Wand, aber eine plane Fläche geben, um dann die Multiplex-Platte perfekt aufzunehmen. Jetzt fange ich an mit der ersten Leiste und bringe die jetzt schon mal an. Schau, dass die Schraube etwas herauskommt und sich schon mal in den Dübel einsetzen kann. Aber mach sie erstmal nur etwas fest und nehme sofort direkt die obere, um direkt festzustellen, dass wir nicht hoch genug sind. So, und jetzt nehmen wir uns direkt sofort eine Wasserwaage, um zu checken, wie das Brett so liegt. Okay, das ist natürlich gigantisch, weil hier direkt ein Stahlstück aus der Wand kommt, was mega scheiße ist. Heißt,
Ich werde erstmal die untere Schraube noch befestigen. Das ist bombenfest und mein Finger war auch gleich mit drin. Bedeutet, ich muss oben auf jeden Fall schon mal einen Abstandhalter einsetzen, um die gerade dorthin zu bekommen. Das werde ich mit kleinen Holzleisten machen, die ich jetzt auf die Länge bringe, um sie dann hier irgendwo so unterzubringen, dass das gerade ist. Ich habe mal kurz ein paar kleine Abstandshölzchen gemacht und werde jetzt probieren, damit das Ganze waagerecht zu kriegen. Super waagerecht, expialigotisch. Das Ding ist fest, jetzt kommt der Rest. Nach den ersten 4 Latten sehe ich, die steht ein bisschen weiter hervor, die äußere steht auch ein bisschen weiter hervor. Die beiden inneren sind schon ein bisschen quasi nach hinten, fast 1 cm. Bei den restlichen 4 weiß ich es noch gar nicht. Deshalb ich bin mal sehr gespannt und ich habe noch keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Ob ich darauf nochmal ganz leicht auflatte. Ich habe gerade beschlossen, ich mache erstmal die restlichen 4 auch noch dran und dann lasse ich mir was einfallen. Und es wäre ja gelacht, wenn wir bei Bau Boom Bang sind, wenn uns nicht was einfällt, oder? Alle Latten sind dran. Top. Das Einzige ist es hier, eine Latte, die etwas nach hinten steht als die anderen. Ich habe es jetzt nochmal ausgeglichen und den Rest werde ich sehen, wenn dann die Multiplex-Platte davor kommt. Aber ich kann nur noch mal als Tipp geben, nehmt euer Werkstück mit an den Ort, wo ihr das Ganze positionieren wollt, anschrauben wollt, mit den Bohrlöchern hier nochmal kontrollieren oder am besten hier anreißen. Ich habe alle Löcher hier an der Wand angerissen, an den Bohrlöchern. Dann gibt es keine Übertragungsfehler. Wichtig ist, und noch ein kleiner Trick, macht euch zum Beispiel die Positionierungsrichtung mit einfachen Pfeilen auf das Werkstück. Sehen tut es nachher keiner, sollte es jemand sehen, wegradieren oder wegschleifen. Aber hilft euch bei der Orientierung, wenn ihr das Ganze anbringt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit dem zweiten Teil der French Lead Wand, dann kommt hier das zweite Video. Lasst mir ein Abo da, kommentiert und habt weiter Spaß bei Bau Boom Bang. Hast du mir Dübel mitgebracht? Hast du mir Dübel mitgebracht? Hältst du die hier? Nein. Wie soll ich denn jetzt weiterbauen?